Es scheint hier aber keinen richtig zu beeindrucken. Es scheint halbwegs normal zu sein, dass die Hauptstraße ein Fluss ist. Und wenn es die Locals nicht stört, kann es uns erst recht nicht stören. Hallo, wir sind Yvonne und René und erleben unsere erste echte Regenzeit im Nordosten Südafrikas. Doch unsere kleine Kampfsau Tembo, ein Toyota HZJ 79 mit Aufbau, lässt sich so leicht nicht aus der Ruhe bringen. Seit Anfang 2021 leben wir nun unseren Traum. Open End, erst Afrika und dann den Rest der Welt erobern. Kommt mit und steigt ein. Bisher war es keine Sekunde langweilig. Viel Spaß dabei. Jetzt gibt es ja auch mal einen gepflegten Campingplatz. Hier kommen bestimmt keine Elefanten, die uns heute Nacht attackieren. Richtig aufregend. Hier ist ein Monster-Campground. Da ja mein Stuhl gegen das Gewicht des Elefanten verloren hat, habe ich jetzt beschlossen, ihn doch nochmal. Er funktioniert erstmal wieder, Lehne habe ich mir ja schon wieder was gebastelt, aber der ganze Mechanismus, das ist alles so ein bisschen verbogen und verzogen, deswegen zerlege ich das Ding jetzt erstmal richtig. So, jetzt kommen 70 Kilo René versus 4 Tonnen Elefantenumformung. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt richten wir diesen Krümmling hier noch. So, dann bauen wir jetzt das Gestänge wieder dran, gucken wir, ob der wieder ordentlich zusammenklappt. Das hoffen wir beide doch sehr, denn der Stuhl ist erst ein paar Wochen alt. Und wenn einer es richten kann, ist es ja mein kleiner Bastelkönig René. Und was soll ich euch sagen? Er zeigt sein Allround-Talent. So, und jetzt kommt der finale Test, ob das auch funktioniert. Ist schon mal leicht schief. Entscheidend ist, klappt er auch zusammen. Tipptopp, einwandfrei. Wir sind hier in so einer Art Centerpark gelandet. Und in einem Wendnerpark. Und genau, hier geht man mit Schwimmnudeln schwimmen. Und wir dachten, ja, ich dachte so und hatte die Hoffnung, dass es halt ein echtes Schwimmbecken ist. Aber es sind halt so Planschbecken. Hier sind die Pools. Und da ist ein harter, der ins kalte Wasser geht. Weil ich wette, links ist das warme Wasser. Ich gehe jetzt mal, weil da hinten grummelt es schon. Ich habe Wäsche gewaschen. Die ist im Trockner leider nicht trocken geworden. Jetzt musste ich sie aufhängen. Und jetzt schauen wir mal, bevor sie wieder nass wird, hänge ich sie lieber mal ab. Es hat sich gezeigt, dass man genau auf die Signale des Himmels achten muss. Denn wenn es kommt, dann schnell und heftig. Und wir haben keine 2 Wäschesets für unser Bett dabei. Das wäre dann doch auch zu blöd. Also schnell rauf mit den Bezügen, denn wie ihr seht, geht das hier draußen auch leichter, als es im Auto möglich wäre. Da draußen donnert's und gerummelt ist unfassbar, deswegen habe ich jetzt erstmal die Wäsche gerettet. Und ich hoffe, dass das geht. Sie ist noch ein ganz klein bisschen klamm. Das ist der Nachteil in der Regensaison. Wenn man Sachen wäscht. Ich versuche mal wieder ein bisschen Ordnung hier reinzubringen. Mein Mann saß vorhin im Café und hat ja versucht, einen Film hochzuladen. Das Café ist zu allen Seiten offen und er ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich gehe mal davon aus, dass er sich jetzt irgendwie in den Supermarkt oder ins Restaurant zurückgezogen hat. Tja, da sitzen wir hier in seinem Office. Drumherum der tropische Regenguss. Aber ich sitze immerhin noch trocken. Die Betonung ist aber auf noch trocken.
Das spritzt doch schon ganz schön hier rüber von allen Seiten langsam. Ich meine, das ist echt unglaublich. Hier kommen solche Wassermassen in so kurzer Zeit vom Himmel. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Da hinten kann man das sehen. Also fontänenartig kommt das hier runter. Das ist schon ein bisschen spektakulär. Wir vertreten uns jetzt nach 2 Tagen Regenzeit nochmal die Beine. Wir wollen heute weiterfahren Richtung Krügerpark und nochmal in so eine Shopping Mall einkaufen gehen. Wir nutzen jetzt auch hier auf dem Caravan-Park, furchtbares Wort, nochmal die Möglichkeit, uns die Beine zu vertreten, weil hier kann man richtig schön rundherum, das Ding ist in Zirkeln angelegt, kann man hier mal ein bisschen laufen gehen. Ohne vor gefährlichen Menschen und gefährlichen Tieren Angst zu haben. Wir haben ja bisher überhaupt noch eine schlechte Erfahrung gemacht. Aber es ist immer wieder spooky, von jedem zu hören, mit dem man spricht. Südafrika ist gefährlich, Südafrika ist gefährlich. Um der immerwährenden Sicherheitsdiskussion hier in Südafrika mal wieder gerecht zu werden, habe ich jetzt extra nochmal einen kleinen Schlenker gemacht, weil wir eben an einem sehr interessanten Schild vorbeigefahren sind, welches ich euch jetzt nochmal zeigen möchte. Übertrifft bis jetzt eigentlich alles, was ich gesehen habe. Wenn man das sieht, dann muss man es wahrscheinlich auch glauben, oder? High Crime Area. Keep Doors Locked. Hier steht's. Wahnsinn. Ein offiziell angebrachtes Straßenschild muss ich dazu nochmal sagen. Da wir uns in der großen Einkaufsmall zeitlich etwas verzetteln, kommen wir erst im Dunkeln auf unserer nächsten Campsite an. Denn frei stehen wir hier im Großraum Johannesburg nicht. Gestern Abend sind wir bei strömendem Regen hier auf die Campsite eingetroffen. Konnten gar nichts mehr sehen, weil es wirklich so geregnet hat und sind einfach irgendwo eingeparkt. Jetzt haben wir uns umgeparkt und mein Mann fährt sich als erstes mal fest. Dachten wir, fahren wir mal hier ein bisschen ins offenere Gelände. Oh, 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 oh. Du Scheiße. Also so viel zum Thema Matt-Terrasse oder keine Matt-Terrasse. Aber ich glaube, da ist eher das Gewicht das Problem als die Matt-Terrasse. Ja, das lasse ich. Aber jetzt kommt ja der schöne Moment, wo ich sage, leichtes Auto, kleines Problem. Mit dem Laster, der ist schon wieder viel weiter hier drin versunken. Deswegen kann ich das ja mit relativ viel Spaß hier noch sehen. Aber ich werde wohl doch mal meine Sandfläche auspacken müssen. So, jetzt wird noch mal mit allen Sperren versucht rauszufahren. Unser europäisches Hirn ist natürlich so getaktet, dass man auf einem Campingplatz so wenig wie möglich kaputt macht. You know, we are not used to destroy the campground in Europe. So it's fun before breakfast. Yeah, make a breakfast chill stand. Es ist einfach praktisch. Der René hat das extra so gemacht, weil jetzt können wir, ohne die Treppe auszufahren, einfach in unseren Koffer einsteigen. Das ist einfach vorteilhaft. Die Jungs sind kundig. I have to make a film, I'm very sorry for that. Die lassen schon mal gleich Luft raus. Ich mach mal. Die sind ja auch froh, dass sie was zu tun haben. Jy gaan vir hom moet voorsit. Vra hom wanneer you want to go back or forward. Check us. Okay, dan sit hom agter. I think here first we have to shovel a bit more. Nee, afval sit ek hom net so in. Ja, too bad. Try to make it 1.5. Bei den Jungs merkt man, dass es hier Standardgeschäft ist. Die wissen genau, was zu machen ist.
So, Fun zu Ende. probieren Geht's wir jetzt mal unser richtig Glück. los. Genau. Also die Jungs haben ja Spaß, ich natürlich auch, alle haben Spaß. Mal schauen, ob wir rauskommen und ob ihr mir meine eben gestellte Frage beantworten könnt. Schreibt's einfach in die Kommentare. Zumindest das Rausfahren ist kein Problem, wie ihr seht. Die Jungs haben richtig Spaß, die machen jetzt noch das Werkzeug sauber. Ich bin ganz durchgedreht. Hier sieht der Platz aus wie Sau. Wir haben ihn einmal umgepflügt und die haben Spaß dran und sind total tiefenentspannt, kennen sich super aus, wissen genau, welcher Luftdruck was wie wo passieren muss. Haben jetzt hier ein bisschen zugemacht. Und ja, jetzt können wir wohl frühstücken. Und mein Mann ist auch wieder ein bisschen glücklicher, er hat sich ein bisschen bewegt, hat sich ein bisschen festgefahren. Er war vorhin nicht ganz so glücklich, muss man sagen, mit dem Platz hier, aber jetzt ist er zufrieden. Jetzt muss ja jeder Tag so ein kleines Abenteuer haben. Ich wollte eigentlich nur mal entspannt hier stehen. Kann man noch nicht mal auf dem Campground entspannt stehen. Auf dem einen fallen einen Elefanten an, auf dem anderen bleibt man stecken bis in die Achse. Dieses Land hat viele Überraschungen für uns. Der ordentliche Garten- und Landschaftsbauer macht ja auch sein Werkzeug nach getaner Arbeit sauber. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen aufräumen und dann Frühstück machen. Der Meister möchte noch mal umpacken, während schon alles rausgerödelt ist. Die Dame versucht ja noch ein bisschen den Flurschaden zu bereinigen. Ja. Man stelle sich das auf einem deutschen Campingplatz vor. Da würde man bestimmt nicht zu hören bekommen, oh, it's fun. Wir wollten eigentlich mal einen ganz gemütlichen machen, aber bevor die nächste Regenfront auftaucht, haben wir beschlossen, gehen wir jetzt noch mal eine halbe Stunde raus. Weil da hinten wird schon ganz schön groß und dunkel. Ich habe gestern hier in den Nachrichten gelesen, dass Südafrika den Notstand, den Energienotstand ausgerufen hat, weil das Stromnetz hier eine totale Katastrophe ist und alles mit Korruption belegt ist in den Regierungsreihen der Energiekonzerne. Und dass es jetzt ein Energieminister ernannt werden soll. Und tatsächlich ist ein Indikator heute auf unserer Farm, wo wir jetzt gerade sind, wird ja die Enkeltochter 18. Hier ist eine dicke Party. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ist immer mal Musik an und aus? 10 Stunden am Tag soll hier, also innerhalb von 24 Stunden, ist hier der Strom aus. Man darf nicht stehen bleiben, weil man wird sofort von Ameisen befallen. Romantischer Spaziergang. Anderthalb Tage haben wir uns jetzt im Auto verkrochen. Ich kann euch auch mal zeigen, warum und wieso. Die GoPro war auch vorne, man konnte gar nicht filmen, weil es hat nur geregnet. Da kommt so richtig runter, also so richtig. Tag und Nacht hat das jetzt in Strömen, richtig fieser Starkregen. Also in der Dauerform kenne ich das auch noch nicht. Wir haben jetzt auch beschlossen,
Wir fahren jetzt nicht in Krüger rein, macht keinen Sinn. Also eigentlich war der Plan, in Krüger zu fahren, machen wir jetzt nicht, weil dort sind die ganzen Pisten sind alle überflutet. Die River Crossings geht nicht, also man kommt da... Man kommt noch nicht mal über befestigte Flussübergänge drüber. Und solange das so stark regnet, wird das auch nicht besser. Und wir haben jetzt auch keine Lust mehr, das hier ewig auszusitzen. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich den Krüger südlich umfahren, um dann nach Mosambik zu kommen. Ich habe 2 Nächte mit, wie heißt es nicht, Oropax geschlafen, weil es so laut war vom Lärm, vom Regen. Wir fahren jetzt. Wir verlassen die Region des Ebenezers Damm. Da haben wir jetzt 2 Tage gestanden. Da wir eigentlich nicht mehr vorhatten, nach Südafrika zu fahren, haben wir keinen Reiseführer dabei und kommen ziemlich unvorbereitet in die berühmten Drakensberge. Wir sind überwältigt von der Schönheit der Landschaft und staunen wieder, was Naturgewalten, in dem Falle der Regen, mit der Natur wiederum macht. Hier wird mal richtig Holz gemacht, kann man sagen. Das haben wir schon die ganze Zeit gesehen. Wir sind jetzt hier in den nördlichen Drakensbergen und hier wird relativ viel Holzanbau betrieben und auch abgeholzt wiederum. Aber wenn man sich das so anguckt, wächst das, glaube ich, auch hier ganz ordentlich. Unsere Durchfahrt hier durch die Drakensberge ist wunderschön. Wir kommen uns vor, oder ich komme mir vor, dass ich manchmal so ein bisschen in die Kolonialzeit auch zurückversetzt werde, weil die Gebäude hier drumherum wunderschön gelegen sind. Es ist, Drakensberge heißen auf übersetzt Drachenberge. Und es ist in südlichen Afrika die höchste Gebirgskette. Teilweise 3840 Meter hoch können die Berge werden. Allerdings ist 3840? Ja, 3842 sogar, habe ich jetzt gelesen. Ist allerdings, die höchsten Erhebungen sind in Lesotho, weil die Drakensberge gehen nämlich über ins Grenzgebiet nach Lesotho. Die Zulu, die ja hier die Hauptbevölkerungsgruppe darstellen, nennen diese Region hier auch wegen ihrer ganzen Schluchten, Zinnen und Erhebungen Land der aufgestellten Speere. Das ist der Begriff der Zulu hier für die Region. Die Jungs hier sind unsere Tankjungs. Die haben uns gerade erzählt, dass im Krügerpark die Löwen ausgebrochen sind. I have to talk to German because I will show the pictures later on in German. So, und deswegen haben sie gesagt, wir sollen ganz vorsichtig sein. Wenn wir jetzt aus dem Auto steigen, werden überall Löwen. I told the history of the lions. Yeah. Wir genießen diese Interaktion mit den Leuten und diese wiederum sind oft erstaunt über unsere Reise, verlassen die meisten doch ihre nähere Region niemals und sind stolz darauf, wenn wir sie ablichten, was natürlich niemals ungefragt passiert. Es ist immer wieder schön, wie spontan wir sind. Eigentlich haben wir vor einer Stunde beschlossen, dass wir an den Drakensbergen vorbeifahren weiterhin und dann wirklich strikt Richtung Mosambik fahren. Jetzt fahren wir aber schon eine geraume Zeit parallel zu den Drakensbergen und sie sehen so schön aus. Das ist total, ist der Hammer. Also richtig geil die ganze Zeit. Traumhafte Kulisse rechts von uns und deswegen mussten wir auch jetzt mal rechts abbiegen. Jetzt fahren wir nochmal richtig da rein. Jetzt fahren wir doch noch mal richtig rein. Die Sonne scheint halt auch gerade mal. Das ist ja die nächste Verführung. Mal gucken, wie lange. Wir befahren ja jetzt mit unseren 130 PS Pferdestärken den Abel Erasmus Pass. Der ist seit 1959, ist das Ding schon asphaltiert, aber der Grundstock dieses Passes kommt eigentlich aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, als während des großen Goldrauschs die ganzen Jungs ja mit den Eselskarren hier hochgezogen sind. Und da haben die nämlich die ersten Spuren hier quasi durch den Berg gezogen, auf dem heute das Asphaltband basiert. Und ich schätze mal, dass die Passhöhe, die wir hier gleich erreichen, dass die so bei 1400 Meter wahrscheinlich liegen wird.
Und wir waren ja jetzt, also sie hat sich jetzt unten aus dem Tal von ungefähr 400 Meter, ging es jetzt hinauf. Und diese 400 Meter, die sind mir jetzt so in Erinnerung, weil wir seit Monaten waren wir nicht mehr, ich sag mal, deutlich unter 1000 Meter. Wir bewegen uns seit Monaten immer nur in Höhenlagen. Und mal so unter 500 Meter zu kommen, das war heute echt ein einmaliges Erlebnis. Vor allen Dingen temperaturtechnisch. Man hat ja ganz genau gemerkt, da unten war es wieder sauheiß. 1000 Höhenmeter machen wohl 10 Grad aus und das merkt man eindeutig und vor allen Dingen ist es richtig schwül warm gerade. Das ist ja jetzt ein viel, viel schönerer Platz. Nachdem wir vorhin den überteuerten Campground ohne irgendwelche Besonderheiten verlassen haben, sind wir hier zu den Echo Caves gefahren, haben durch Zufall die Besitzer getroffen und kennengelernt, nachdem wir uns erst hier auf den Parkplatz gestellt haben, der frei war und leer war, und haben die gefragt, ob wir hier stehen können und haben jetzt das Go bekommen, dass wir ganz wunderbar hier einsam in den Bergen vor den Höhlen einfach stehen können. Heute Morgen läuft der Running Man bei den Echo Caves in den Drakensbergen. Ich renne hier mal die Zufahrtsstraße zu den Caves auf und ab. Das sind so, was weiß ich, 4-5 Kilometer bis zur Main Road. Und dann können wir die wieder zurückrennen. Dann haben wir so einen Zehner zusammen. Und heute soll es mal nicht regnen, weil es schifft ja die ganze Zeit wirklich sehr stark. Es wurde jetzt auch in einigen Regionen vom nördlichen Südafrika der Notstand ausgerufen wegen starken Überschwemmungen. Bis jetzt sind wir da ganz glimpflich drum herum gekommen. Man muss nur unsere Route, die jetzt eigentlich durch den Krügerpark gegangen wäre, mussten wir jetzt abändern, lassen den Krüger ausfallen, weil der geflutet ist und versuchen jetzt südlich zu umfahren, um so nach Mosambik zu kommen. Super. Das Laufen wird hier gerade immer schwieriger, weil, wenn ich das hier mal anschaut, jetzt sind meine Schuhe so schwer geworden, dass man bald kaum damit laufen kann. Jetzt muss ich hier mal alle paar Meter, kann ich hier den Schlamm runterkratzen von meinem Profil. Dann werden die Schuhe wieder ein halbes Kilo leichter. Dermaßen erleichtert lässt er sich auf eine Begegnung mit Rindviechern ein. Zur Not kann er ja wegrennen. Er ist wieder zurück. Das ist aber schön. First Showering, oder wie sagt man? Die erste Dusche in Tempo. Und aus dem Rüssel kommt ein Wasserdruck raus, wie bei einem echten Elefanten. Ja, es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also vorab mein Duschvorhang, den muss ich noch ein bisschen optimieren. Der war jetzt nur mit so Clips, habe ich den hier überall befestigt. Und der kriegt jetzt noch so ein paar T-Knöpfe, dann sitzt er auch überall gespannt in den Ecken, damit er einem nicht immer am Hintern klebt. Das kann ja keiner leiden. Und Warmwasser kam sauber raus, hat einwandfrei funktioniert. Vorne mit der Dieselstandheizung Warmwasser produziert. Und der Wasserdruck war nämlich auch gut. Kann das eigentlich sein, dass du dich in Segelreviere zurückwünschst? Manchmal schon. Mit meinem Duschvorhang kann ich nämlich ein wunderbares Segel bauen oder auch ein schattenspendendes Tarp. Also das ist eigentlich für alles gut, so ein Duschvorhang. Hier in den Bäumen leben die Paviane. Darauf habe ich gewartet, die wunderbare Geräusche machen, aber nicht sympathisch sind, weil eigentlich klauen sie immer alles. Muss man immer sehr vorsichtig sein. Trotz aller Vorsicht machen wir uns durch den wunderbar dekorierten Garten auf dem Weg zum Eingang der Echo Caves, die Anfang der 20er Jahre im letzten Jahrhundert vom damaligen Farmer, der mal wieder auf der Suche nach einem Schaf oder Rind war, entdeckt wurde. Nachdem ausführliche Forschungen tief im Inneren vollbracht waren, wurde sie schließlich 1959 der Öffentlichkeit preisgegeben. Er geht jetzt erstmal rein und guckt, ob die Höhle schon geflutet ist.
Letztes Jahr war diese Höhle komplett geflutet und für 6 Monate war sie gesperrt aufgrund der hohen Regenfälle. Und das Wasser kann nicht abfließen, weil die Höhle ist nämlich, die geht nach oben. Es gibt keinen unterirdischen Ausgang, sondern quasi nur einen Eingang. Ich muss ja generell gestehen, ich habe mir von Anfang an schon überlegt, ob es clever ist, bei solchen Wetterbedingungen überhaupt in Höhlen zu gehen. Wir haben schon immer mal gerne gezeigt, dass wir nicht immer nur clevere Dinge machen. Da hat mal ein Vogelstrauß seinen Kopf in den Sand gesteckt und ist erodiert. Okay, so last year in Feb, the water reached up to that level. It's about 6 meters, the water level. Mind your head and your back. Das sind die Wurzeln einer wilden Feige, 120 Meter unter der Erde. Unsere Tour dient für uns auch als Fitness- und Gelenkigkeitsübung und beweist, dass die Buschmänner in der Regel etwas kleiner als heute gewesen sein sollen. Die Höhle diente auch Familien als Schutz- und Lebensraum. Dies hier zum Beispiel war früher ein Schlafraum. Zahlreiche Werkzeuge und Knochenfunde sowie nachweisliche Feuerstellen bezeugen dies. Die letzten Stufen werden erkämpft. Wir schaffen das! Wir sind wieder in der Freiheit. Aber jetzt, wir haben ja jetzt eben die Eco-Caves besichtigt. Die sind hier in den Drakensbergen in der Nähe vom Abel-Erasmus-Pass an der R36, heißt glaube ich die Gasse, die hier lang führt. Und hier haben wir auch schon die Nacht verbracht und hatten eben eine schöne Tour durch das Höhlensystem. Und ich würde sagen, ja, irgendwie lohnenswert. Ich fand es dann doch sehr spannend. Hat gekostet 80 Rand pro Nase, war aber ein schöner Ausflug. Genau. Haben unseren Spaß gehabt. Hat gedauert, eine Stunde wahrscheinlich, war nicht so lange. Maximal eine Stunde und wir hatten einen wirklich netten und guten, ein bisschen ironischen Führer. Das war sehr geil. Also, kommt her. Und damit sagen wir für heute Danke für eure Ausdauer und euer Interesse. Wir sehen uns nächste Woche mit einer interessanten menschlichen Begegnung wieder. Habt eine gute Woche, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss und bye bye.